Ein Jahr in Australien. Katharina ist 20 Jahre alt und studiert an einer Fachhochschule in Deutschland. Sie hatte schon immer eine große Neugier auf ferne Länder, eine Art Reisefieber in den Adern. Seit ihrer Kindheit sieht sie Dokumentationen über exotische Orte, träumt von tropischen Stränden, bunten Korallenriffen und weiten Landschaften. In den letzten Semestern an der Fachhochschule hat sie gehört, dass es Austauschprogramme gibt, die ein Auslandsjahr ermöglichen. Als sie Australien auf der Liste möglicher Ziele liest, klopft ihr Herz schneller. Sie bewirbt sich spontan, obwohl sie unsicher ist, ob das nicht zu teuer oder zu abenteuerlich ist. Doch das Fernweh ist stärker. Monate vergehen, während sie auf eine Antwort wartet. Endlich kommt eine E-Mail. Herzlichen Glückwunsch! Sie wurden für das Austauschjahr in Sydney angenommen. Katharina kann es kaum glauben. Sie umarmt ihre Eltern, die einerseits stolz sind, andererseits sich Sorgen machen, sie so weit weg zu wissen. Doch sie spürt, das ist ihre Chance, etwas ganz Neues zu erleben. In den nächsten Wochen bereitet sie alles vor. Pass, Visum, einen finanziellen Plan. Sie sucht nach einer WG oder einem Studentenwohnheim in Sydney, eilt zu Impfterminen, klärt Versicherungen. Es ist anstrengend, gleichzeitig aufregend. Ihre Eltern helfen mit, packen Koffer, kaufen kleine Geschenke für ihre zukünftigen Gastfreunde dort. Der Tag des Abflugs kommt. Am Frankfurter Flughafen verabschiedet sie sich tränenreich von ihren Eltern. Vor ihr liegt ein Langstreckenflug, über 20 Stunden, mit Zwischenstopp in Dubai. Katharina ist nervös, als sie in den Flieger steigt. Sie hat Sitzplatz am Fenster, blickt hinaus und fragt sich, wie wird es sein, so weit weg von zu Hause, ein ganzes Jahr lang? Während des Flugs schläft sie kaum, sieht sich Filme an, isst das Flugzeugessen. Irgendwann wechselt sie in Dubai das Flugzeug, dann geht's weiter. Das Gefühl für Zeit geht verloren. Sie landet schließlich morgens in Sydney, aber ihr Körper glaubt, es ist tiefste Nacht. Kaum aus dem Flugzeug trifft sie auf eine feuchtwarme Luft. Sie hatte vergessen, dass in Australien gerade Sommer ist, während in Deutschland Herbst herrscht. Ein Kommilitone namens Ben, den sie aus Online-Kontakten kannte, holt sie ab. Er ist Deutscher, studiert schon ein halbes Jahr in Sydney und unterstützt neu ankommende Austauschstudierende. Er führt sie zu einem Shuttlebus. Katharina blickt staunend auf Palmen, seltsame Straßenschilder, Linksverkehr. Sie überlegt, Achtung, hier fährt man auf der linken Seite. Im Bus kämpft sie mit Jetlag, doch sie ist voller Vorfreude. Ihre erste Unterkunft ist ein Studentenwohnheim nahe der Universität. Dort teilt sie sich eine kleine Wohnung mit 2 anderen Austauschstudierenden, Carla aus Spanien und Linda aus Schweden. Die WG ist bunt zusammengewürfelt, die Küche ist nicht die sauberste, aber die Mitbewohnerinnen sind freundlich. Sie begrüßen Katharina mit Umarmungen und helfen ihr, das Gepäck in ihr Zimmer zu bringen. Katharina lacht. Es ist so verrückt. Ab jetzt spreche ich ständig Englisch und ich bin so müde. Linda zeigt ihr das Bad. Carla erwähnt, wo man hier das beste WLAN findet. Katharina freut sich auf eine kleine Erkundung, doch sie fällt erstmal in einen komatösen Schlaf. Am nächsten Tag wacht sie auf und nimmt zum ersten Mal die Umgebung wahr. Das Wohnheim liegt auf einem Campus, der von Eukalyptusbäumen gesäumt ist. Man hört unbekannte Vogelrufe, sieht Studierende in Flipflops und kurzen Hosen. Klar, es ist Sommer. Katharina fühlt sich fremd, aber zugleich euphorisch. Sie frühstückt in der Wohnheimküche ein Müsli, lernt ein paar Leute kennen, die sich auf Englisch vorstellen. Bald erfährt sie von Einführungsveranstaltungen für Internationale. Sie geht hin, lernt andere Deutsche kennen, aber auch Franzosen, Kanadier und Australier, die helfen wollen. Die Uni wirkt modern, mit hellen Seminarräumen, digitaler Ausstattung. Katharina muss sich für Kurse einschreiben, die sie anrechnen lassen kann, wenn sie zurück in Deutschland ist.
Sie wählt Fächer über internationale BWL, Marketing in Australien und einen Australian Culture and History Kurs, um Land und Leute besser zu verstehen. Die ersten Vorlesungen sind interessant, aber auch eine Umstellung. Anders als in Deutschland wirken manche Dozenten sehr locker, nennen Studierende beim Vornamen. Das Englische bereitet Katharina am Anfang Mühe, doch sie ist motiviert, jeden Tag zu üben. In den folgenden Wochen wird das Leben in Australien für sie zur Routine. Morgens joggt sie manchmal durch den nahegelegenen Park, sagt staunend »Hallo« zu bunten Papageien, die wild in den Bäumen sitzen. Danach geht sie in Vorlesungen oder Seminare, die oft interaktiver sind, als sie es gewohnt ist. Nachmittags trifft sie mit Mitstudierenden an der Mensa, wo es exotische Früchte, Smoothies und viel asiatisches Essen gibt. Sie lernt, dass Australia sehr multikulturell ist, mit Einflüssen aus Asien, Europa und den USA. Ihre Wochenenden nutzt sie, um Sydney zu entdecken, den berühmten Hafen, die Oper, Bondi Beach. Am Bondi Beach, einem bekannten Surferstrand, sieht sie zum ersten Mal echte Surfer, die lässig auf den Wellen gleiten. Katharina wagt es, einen Surfkurs zu buchen. Am Anfang kann sie kaum auf dem Brett stehen. Der Surflehrer lacht. No worries, mate. Just keep trying. Sie fällt ins Wasser, schluckt Salz, lacht lauthals. Sie spürt Freude, weil alles so neu ist. Diese Momente geben ihr ein Gefühl von Freiheit. Auch lernt sie australische Besonderheiten, BBQ-Kultur, wo sich Freunde im Park treffen und mitgebrachte Würstchen oder Steaks grillen. Oder die Art, wie Australier Mate sagen, um jemanden anzusprechen. Sie probiert Vegemite, eine salzige Paste, die Australier gern aufs Toast schmieren, findet den Geschmack allerdings gewöhnungsbedürftig. Sie wundert sich über die frühe Schließung vieler Geschäfte, aber dafür genießen viele Australier morgens einen ausgedehnten Kaffee in Cafés. Zudem merkt Katharina, dass das Klima heiß sein kann. Sie muss sich oft eincremen, um keinen Sonnenbrand zu kriegen, und empfindet die hohe UV-Strahlung als ungewohnt. Ihre WG-Partnerinnen Carla und Linda zeigen ihr, wie man klug einkauft, weil hier manche Dinge teurer sind als in Europa. Bald haben sie ein gemeinsames WG-Konto für Grundnahrungsmittel. Es läuft gut, sie lachen viel, lernen gemeinsam für Klausuren, tauschen Rezepte. Nach einigen Wochen erlebt sie aber auch Heimweh. Gerade abends, wenn sie Fotos von Freunden in Deutschland sieht, die vielleicht eine Party feiern oder in einem verschneiten Wintertag spazieren. Sie seufzt: Ich vermisse meine Familie, meine deutsche Küche und die vertrauten Straßen. Manchmal telefoniert sie, doch die Zeitverschiebung ist doof. Wenn in Australien Tag ist, ist in Deutschland oft Nacht. Sie muss Termine finden, um mit den Eltern zu sprechen. Ihre Mutter weint manchmal vor Sehnsucht, doch Katharina beruhigt sie. Mir geht es gut, Mama. Ich erlebe so viel Interessantes. Manchmal hat sie Unistress. Die Prüfungen sind auf Englisch. Manche Themen sind ganz anders als in Deutschland. Sie sitzt stundenlang in der Bibliothek, versucht, komplexe Texte zu verstehen, doch die internationalen Kommilitonen helfen sich gegenseitig. Ein Australier namens Daniel, mit dem sie ein Projekt machen muss, wird ein guter Freund. Er ist fasziniert von Deutschland, fragt sie ständig über Bier und Oktoberfest aus. Sie lacht, dass das nur ein Klischee sei, aber man spürt seine Neugier. Zusammen schaffen sie es, eine gute Präsentation über Tourismusmarketing in Australien vorzubereiten. Ab und zu macht sie Kurztrips. Einmal ins Outback, wo sie rote Erde, weite Steppe und Kängurus sieht, die vor dem Auto hüpfen. Sie übernachtet in einem einfachen Hostel, blickt nachts in den unglaublich sternenklaren Himmel. Sie fühlt sich winzig, aber beeindruckt. Ein anderes Mal fliegt sie in den Norden, nach Cairns, um das Great Barrier Reef zu sehen. Das ist ein Traum von ihr gewesen, beim Schnorcheln bunte Fische und Korallen zu bewundern. Tatsächlich bucht sie einen Tagesausflug,
zieht ihren Neoprenanzug an, springt ins türkisfarbene Wasser. Diese Unterwasserwelt verschlägt ihr den Atem. Sie sieht Clownfische, Korallen in allen Farben. Hinterher ist sie überwältigt von der Schönheit, aber auch traurig, dass das Riff bedroht ist. Das Leben geht weiter. Sie hat gute und schlechte Tage. Einmal verliert sie ihren Geldbeutel in der Stadt, wird panisch, weil ihre Bankkarten und der Ausweis drin sind. Zum Glück meldet sich ein ehrlicher Finder. Sie lernt, dass Australier oft sehr hilfsbereit sind. Ein anderes Mal verpasst sie fast die Abgabefrist für eine Hausarbeit, weil sie den falschen Termin notierte. Doch ihre Kommilitonen warnen sie rechtzeitig. Sie merkt, wie wertvoll ein unterstützendes soziales Netz ist. Die Zeit rast. Schon ist ein halbes Jahr vorbei. Sie fühlt sich in Sydney heimisch, doch weiß, dass sie nochmal ein halbes Jahr hat. Im neuen Semester wählt sie Kurse mit mehr Praxisbezug, weil sie merkt, dass Australien oft praxisorientiert lehrt. Sie macht ein Projekt, bei dem sie eine Marketingkampagne für eine NGO mitgestaltet. Dabei trifft sie Einheimische, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Durch dieses Projekt erlebt sie viel vor Ort, lernt große Nationalparks kennen, sieht Koalas und Wombats in freier Wildbahn. Ihr Englisch wird immer flüssiger, Freunde nennen sie schon en cat, wie Australier es oft verkürzen. Sie schreibt regelmäßig E-Mails an die Familie und Freunde in Deutschland, erzählt von ihrem Alltag, den ungewohnten Festen, dem Surfen, den kulinarischen Entdeckungen, wie Avocado-Toast, was hier sehr beliebt ist. Sie hat sogar an einem kleinen Surfwettbewerb teilgenommen. Zwar ist sie schnell rausgeflogen, aber allein die Erfahrung war aufregend. Eines Tages bekommt sie Besuch von ihrer besten Freundin Lisa aus Deutschland. Lisa hat 2 Wochen Urlaub und beschließt, nach Sydney zu fliegen, um Katharina zu sehen. Katharina freut sich riesig und zeigt ihr das Beste. Opernhaus, Harbour Bridge, Bondi Beach, Cafés, Parks. Lisa staunt über alles und sagt, dass sie Katharina kaum wiedererkennt. So selbstbewusst, so weltoffen wirkt sie. Katharina lacht. Ja, dieses Jahr hat mich verändert. Im positiven Sinn. Zusammen reisen sie noch ein paar Tage die Ostküste entlang. Dann fliegt Lisa zurück, während Katharina mit warmem Herzen an die Heimat denkt. Nach rund 10 Monaten in Australien merkt sie, dass die Rückreise naht. Der Gedanke, diesen Ort zu verlassen, schmerzt sie. Sie hat sich eingelebt, Freunde gefunden, eine gewisse Routine. Gleichzeitig vermisst sie ihre Familie, freut sich auf deutsches Brot und will ihre Erfahrungen nach Hause mitnehmen. Bevor es soweit ist, macht sie noch eine Abschlussprüfung, die sehr gut läuft. Sie packt all ihre Bücher und Souvenirs in Pakete, schickt manches schon per Post nach Deutschland. Den Rest stopft sie in ihren großen Koffer. Sie feiert eine kleine Abschiedsparty mit den Freunden aus dem Wohnheim und der Uni. Am Tag des Abflugs geht sie ein letztes Mal an den Strand, sitzt im Sand und lauscht den Wellen. Sie denkt an das erste Mal, als sie hier stand, völlig überwältigt von der Ferne. Jetzt fühlt sie sich wie zu Hause. Ein Teil von ihr will bleiben, ein anderer Teil weiß, dass sie nach Deutschland muss, um ihr Studium zu beenden. Sie nimmt eine Handvoll Sand als Andenken, lacht, weil sie weiß, dass dies vielleicht kitschig ist, aber es bedeutet ihr etwas. Am Abend fährt sie zum Flughafen. Wieder überkommt sie diese Nervosität. Diesmal nicht wegen eines neuen Anfangs, sondern wegen eines Abschieds. Ihre neuen Freunde winken ihr nach. Manche weinen, andere sagen, komm zurück, wir werden dich vermissen. Sie sagt, ich werde bestimmt noch mal kommen, versprochen. Dann steigt sie in den Flieger. Die Reise ist wieder lang. Diesmal schläft sie mehr, weil sie so erschöpft und emotional ist. Als sie in Frankfurt landet, ist es früh am Morgen, aber in einer kalten Jahreszeit in Deutschland. Ihre Eltern stehen da, halten ein Schild mit ihrem Namen hoch, obwohl sie das gar nicht nötig hat, aber sie finden es witzig. Sie umarmen sich. Katharina spürt das wohlige Gefühl, zurück in der Familie zu sein.
Auf der Heimfahrt erzählt sie von Koalas, Surfen, Outback. Die Eltern sind beeindruckt. Zu Hause wartet ihr altes Zimmer. Alles noch wie vor einem Jahr, aber sie fühlt sich selbst nicht mehr ganz wie früher. In den nächsten Tagen hat sie einen kleinen Kulturschock rückwärts. Sie vermisst die Lockerheit der Australier, das Good Morning, Mate, das späte Abendessen mit WG-Freunden, das Surfen am Wochenende. Ihre alten Freunde wollen alle Berichte hören. Sie veranstalten einen Abend, an dem Katharina Fotos zeigt. Sie erzählt von Stränden, Städten, Kuriositäten. Alle sind begeistert. Manche sagen, sie seien inspiriert, selbst Auslandspläne zu schmieden. Mit der Zeit kehrt sie in den deutschen Alltag zurück, setzt ihr Studium fort. Aber sie behält stets eine Sehnsucht nach Australien im Herzen. Manchmal telefoniert sie mit ihren australischen Freunden, schreibt Mails an Tim, den sie dort kennengelernt hat, oder an Linda, ihre Mitbewohnerin aus Schweden. Sie verspricht, dass sie irgendwann zurückkommt, vielleicht nach dem Bachelor, für ein Praktikum oder einen Urlaub. Wenn sie rückblickend an ihr Jahr in Australien denkt, erfüllt sie Stolz, aber auch Dankbarkeit. Sie hat Englisch verbessert, neue Kulturen kennengelernt, den Strand entdeckt, Freundschaften geschlossen. Sie hat sich persönlich weiterentwickelt, ist selbstständiger, offener, mutiger geworden. Sie spürt, dass diese Zeit sie geprägt hat und ihr ganzes Denken verändert. Ab und zu surft sie auf Google Maps durch Sydney, zoomt auf Bondi Beach und erinnert sich an den Geruch von Meer und Sonne. Manchmal träumt sie davon, mit Koalas zu kuscheln oder wieder durch das Outback zu fahren. Sie lächelt, wenn sie in Deutschland einen Aussie-Kiosk sieht, wo Vegemite verkauft wird. Sie kauft ab und zu ein Glas und versucht, ihre Freunde zu überreden, es zu probieren. Die meisten reagieren skeptisch, doch sie lacht, weil sie es nun gar nicht mehr so schlimm findet. In der Uni hält sie ein Seminarprojekt über Global Cultural Experiences, bei dem sie ihre Erfahrungen aus Australien einbringt. Die Kommilitonen hören gespannt zu. Manche wollen Details über das Studentleben in Sydney wissen. Katharina erzählt von den vielen Nationalitäten, den lockeren Professoren, den hohen Lebenshaltungskosten, aber auch von der atemberaubenden Natur. Am Ende fragt einer: »Bereust du es, zurückgekehrt zu sein?« Sie antwortet ehrlich: »Nein, ich wusste, es war nur für ein Jahr. Aber ich bereue keinen Tag dort. Es hat mich reicher gemacht und ich komme bestimmt irgendwann wieder.« So schließt sich der Kreis. Ein Jahr in Australien hat Katharina zu einer weltoffenen, reifen jungen Frau gemacht, die jetzt weiß, dass sie in der Welt zurechtkommt. Und wenn sie am Wochenende im Schwimmbad ist, denkt sie an die Wellen Down Under, die sie einst geritten hat, und lächelt. Ihr Herz hängt an Australien und sie trägt ein Stück davon in sich, egal wo sie gerade lebt.